Das Kloster Nimpschen, Marientraun, ist eine ehemalige Zisterzienserinnenabtei, unmittelbar südlich von Grimma im sächsischen Landkreis Leipzig. Es bestand zwischen 1243 bis 1536 und gehörte nach dessen Auflösung zwischen 1550 bis 1948 als Landesschulgut zum Besitz der Fürstenschule in Grimma bzw. des Gymnasiums St. Augustin in Grimma. Aus dem Material des nach der Auflösung verfallenen Klosters entstand im Jahr 1810 das neue Klostergut, das heute als Hotel genutzt wird. Neben dem Kloster entstand am benachbarten Klosterholz die Siedlung Nimpschen. 1243 gründete der Wettiner Markgraf wohl bei Torgau das Nonnenkloster Marientraun als Seelstiftung. Das Kloster erhielt Grundbesitz, die beiden Pfarreien Altbelgern und Wessnich und die Torgauer Kirche, der einmal 1119 für das Benediktinerkloster Reinhardsbrunn vorgesehen gewesen war. Im Jahr 1250 erhielten die Nonnen von Papst Innozenz IV. Das Privilegium Kommune des Zisterzienserordens, doch erlangten die Nonnen keine Exemption vom Merseburger Diözesanbischof. Das Nonnenkloster ist zweimal umgezogen. Um 1250 siedelten die Sanktimonialen in die Stadt Grimma und wurden dort mit der Pfarrei und dem Hospital ausgestattet. Die Hospitalgebäude dienten den Nonnen wohl zum Aufenthalt und wurden zwischen 1250 bis 1270 um- und ausgebaut. Noch vor 1291 bezogen die Zisterzienserinnen indes ein neu errichtetes Kloster bei Nimpschen und stärkten damit in diesem Gebiet auch die Stellung ihres wettinisch-markgräflichen Territorialherrn. Die Kirche des Klosters wurde im Jahre 1291 geweiht. Die Zisterze von Nimpschen besaß im späten Mittelalter umfangreichen Besitz an Elbe und Mulde. Jedoch stagnierte der Aufbau der klösterlichen Grundherrschaft seit dem 14. Jahrhundert, gegen Ende des 15. Jahrhunderts werden finanzielle Schwierigkeiten erkennbar. Die sächsische Kurfürsten und Landesherren und die Äbte von Pforta bemühten sich um Reformen, dass die Gemeinschaft der Nonnen trotz Umbauarbeiten der Klostergebäude in den 1520er Jahren wirtschaftlich gesundet dastand. Das geistlich-religiöse Leben der Nonnen blieb aber von den Reformen wohl nicht unberührt. Nur so ist das Eindringen von reformatorischem Gedankengut in Nimpschen erklärbar. Die Flucht von 9 Klosterfrauen aus der Abtei im Jahr 1523, darunter Katharina von Bora, die spätere Ehefrau Martin Luthers, und Magdalena von Staupitz, war die Folge. Von 40 Frauen waren noch 9 Nonnen im Kloster übrig, als mit Margareta II. Die letzte Marientrauner Äbtissin starb. Das Kloster als geistliches Institut wurde daraufhin 1536 aufgelöst.
Von 1550 bis 1948 gehörte das Kloster Nimptschen, ebenso wie das Klosterbuch, zum Besitz der Fürstenschule in Grimma. Freistellen an der Schule für begabte Schüler aus allen Schichten wurden finanziert. Der Besitz des Klosters Nimptschen wurde im Schulamt Grimma zusammengefasst, das für die Verwaltung des Besitzes und der wirtschaftlichen Unterhaltung der Fürstenschule Grimma zuständig war. Mit der Zeit verfielen die Klostergebäude und wurden zur Gewinnung von Baumaterial genutzt. Aus dem noch vorhandenen Material der Klosteranlage entstand im Jahr 1810 das neue Klostergut, welches ab 1901 als Vorwerk durch die Grimma Fürsten- und Landesschule genutzt wurde.